Moin ihr Landratten, willkommen zu Teil 2 hier bei Hamburg Hafen Live. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Ruhe hier ist. Es ist kein Mensch da, es ist nichts los, keiner läuft hier rum. Man hat ab und zu mal ein bisschen Möwenschnattern, ein ganz bisschen Geplätscher vom Wasser, aber ansonsten die totale Ruhe. Das wird ein Entspannungsstream, sage ich euch. Ich bin hier am Hansahöft in der Nähe vom Hafenmuseum. Hinter mir seht ihr die Bleichen von der Stiftung Maritim. Gegenüber von mir, seht ihr gleich, ist die Elbphilharmonie und von hier aus kann man dann wunderbar sehen, wenn die Autotransporter reinkommen und anlegen. Und der eine oder andere von euch hat ja vielleicht eben den Stream von der AIDA Sol gesehen. Ich habe mich natürlich mal wieder verrechnet, beziehungsweise war die Atlantic Sun früher angekündigt, aber es hat dann doch länger gedauert. Und ich dachte mir, komm, ich fahre noch mal hier hin. Finde ich irgendwie total geil, diese Location hier. Das ist so cool. Die Martorell ist schon da, ich kann es euch mal zeigen. Die ist hier auf der anderen Kamera. Die haben wir ja vorhin im Stream gesehen. Die hat hier angelegt und die Atlantic Sun, die wird dann direkt dahinter gelegt. Also dann auch sehr, sehr dicht hier an unserer Kamera. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und, oh, war es unscharf gerade? Ja, schade. Sorry. Ja, ich sehe das immer nicht, wenn der nicht richtig fokussiert. Naja, aber jetzt müsste es scharf sein, das Bild. Außerdem, wenn ich nicht scharf bin, das ist dann so ein künstlicher Weichzeichner. Ja, Ben hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und der muss morgen wieder arbeiten. Und dann hat er gesagt, komm, er weiß nicht, wie lange das geht. Es hat ihn gejuckt, ich habe es gemerkt. Es hat ihn gejuckt, weil es kann natürlich sein, wenn man das Glück hat, dass die Sonne noch mal so ein bisschen unter den Wolken durchkommt, dass da hinten die Elbphilharmonie so richtig schön angestrahlt wird. Und ja, ich weiß, es hat ihn gejuckt, aber dann hat er doch ein klein wenig die Vernunft gesiegt und er ist nach Hause gefahren. Will aber gleich noch mal im Chat vorbeischauen. Heute ist Paddy unscharf, ja. Ach, herrje, Mensch. Aber ich sag mal, wenn das einzige Problem ist, dass ich ein bisschen unscharf bin, dann haben wir ansonsten keine Probleme. Ach so, mein Gesicht war nicht... Ja, hat er halt falsch fokussiert. Ja, das Problem ist halt, diese Kameras haben eine Gesichtserkennung und ich wurde halt nicht als Gesicht erkannt. Ich sollte mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen. Ja, also hier ist halt, wie gesagt, der Oswald-Kai, da liegt die Martorell, da hinten liegt auch eine CMA CGM, ich weiß gar nicht, welche das ist. Müsste ich gleich mal gucken. Und ja, bei der Martorell ist natürlich auch schon die Luke auf. Da wird erstmal die Rampe gefegt, bevor dann die Autos da drauf fahren. Und eben habe ich auch gesehen, man kann ja auch ein bisschen Planespotting machen. Hier kommen nämlich irgendwie ein paar Flieger nach Fuhlsbüttel rein. Aber dann, wenn man es zeigen will, dann kommt natürlich wieder keiner. Typischer Vorführeffekt. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen, bis die Atlantic Sun hier ist. Haben also noch einen kleinen Moment. Ja, Christian schlägt noch mal eine Pizza vor, Paddy unscharf. Also es kamen ja vorhin schon ein paar ganz coole Vorschläge. Ah, Ute sagt, das ist die Mermaid. Okay, danke Ute. Und ja, es kamen schon ein paar Vorschläge für die Hamburg Hafen Live Pizza, die es demnächst bei Lust auf Italien geben soll. Also was ich ja nicht schlecht fand, war die Idee, dass da ein Spiegelei mit drauf kommt. Das wäre schon mal so eine Zutat, wo ich sage, da könnte ich mich mit anfreunden. Also ein Spiegelei. So, und jetzt noch irgendwie, ja, schauen wir mal. Also wir kommen da schon irgendwie zu Rande. Peter sagt, Autotransporter in Hamburg sind aber selten. Nee, gar nicht. Die sind gar nicht so selten. Es ist natürlich hier nicht so ein riesen Autotransport-Umschlaghafen wie zum Beispiel Bremerhaven oder Emden. Da ist viel, viel mehr los. Also wir haben hier ja, einmal den Oswald-Kai, wo 2 Anleger sind. Und dann haben wir hinten in der Nähe vom CTA noch was.
Sind nicht ganz so häufig, aber die kommen trotzdem. Also ich sag mal, pro Woche kommen hier bestimmt auch 2, 3 Schiffe rein. Von daher ist das nicht ganz so selten. So. Ja, Labskaus. Ey, Leute, ich finde die Idee mit Labskaus eigentlich ganz witzig, aber ich bin überhaupt kein Freund von Labskaus. Und eine Anforderung an diese Pizza wäre, dass ich die selber auch mag. Und deshalb ist Labskaus, glaube ich, raus. Ach, guck mal, ja, die Stecherts sind da. Remo, Tanja ist auch da. Wenn es so schön ruhig ist, dann kann man hier noch mal ganz in Ruhe ein bisschen gucken. Ich wollte mir jetzt gleich mal angucken, wie das Ganze von hier oben aussieht. Ich bin hier nämlich noch nie Drohne geflogen. Und ja, will mal gucken, wie weit man hier so gucken kann. Können wir eigentlich gleich mal machen, bevor das Schiffchen kommt. Wir haben ja noch jede Menge Zeit. Ja, Pizza Nutella, nee. Da sind wir ja beim Crepe, oder? Da sind wir dann irgendwann beim Crepe. Also wer das nicht mitbekommen hat, wer vielleicht jetzt später eingeschaltet hat und sich fragt, was hat denn das Gesabbel mit der Pizza auf sich? Und zwar steckt dahinter, dass wir gestern bei Lust auf Italien waren. Ja, und die haben gesagt, mittlerweile kommen da halt auch viele Leute, die Hamburg Hafen Live gesehen haben. Und die finden das natürlich ganz cool. Und dann haben wir gesagt, hey, lasst uns doch mal irgendwie was Witziges machen und eine Hamburg Hafen Live Pizza mit auf die Karte aufnehmen. Und die haben sofort gesagt, ja cool, machen wir. Machen wir, geile Idee. Und ich habe gesagt, okay, dann müssen wir aber irgendwie auch was Cooles finden und müssen da so ein bisschen die Community mit einbeziehen. Und jetzt sammeln wir so ein bisschen Ideen. Ja, Pizza mit Pommes Senf, Peter, die Idee, die kam auch schon vorhin. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt können wir ja mal gucken, wie weit wir hier so schauen können mit der Drohne. Pizza Mürrische Möwe, ja. Pizza Möwe und Pizza Landratte hatten wir schon. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so massenkompatibel ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, jetzt wäre es natürlich mal interessant, ob wir das Schiff da irgendwo entdecken. Ich fürchte aber, da müsste ich dann doch wirklich sehr weit fliegen. Also da ist noch eine ganze Menge vor. Also das wird wohl etwas dauern. Ach guck mal, da ganz hinten, da kann man das Dockland sehen. Ein bisschen dunkel. Da sieht man zumindest das Dockland da hinten. Das Augustinum ist da. Ach, guck mal, da ist die Elbe. Da sieht man die Elbe. Boah, da ist aber von dem Dampfer noch nichts zu sehen, oder? Da ist noch nichts zu sehen. Ich glaube, das dauert noch etwas. So.
Ja, jetzt können wir ja mal hier einen Blick auch von oben auf das Autoterminal werfen. An der Airbus-Landebahn. Ah ja, okay. Ich danke euch für die Info. Martin möchte die Peking sehen. Ja, schauen wir mal, ob man die von hier entdecken kann. Da hinten ist sie, da ist doch die Peking. Ich zoome da mal ran. Ja, man sieht nur die Masten. Man sieht nur die Masten. Deichland, die Frage hast du mir schon mal gestellt. Ich habe sie dir beantwortet. Also normalerweise muss man 100 Meter Abstand von Bundeswasserstraßen halten. Das ist richtig. In Hamburg gibt es aber eine Sonderregelung. Ja, ich glaube, wir haben noch einen Moment. Ob ich mich filmen kann, fragt Sina. Ja, klar kann ich das. Klar kann ich das. Ja, Mike Pizza mit Baklava und Lokum. Also schon etwas gewagt, würde ich sagen, oder? Das ist schon etwas gewagt. Also wenn ihr wissen wollt, was man mit der Drohne darf und was man nicht darf, würde ich euch empfehlen, das mal ein bisschen zu googeln. Es gibt da enorm viele Dinge, auf die man achten muss. Wo man fliegt, was in der Nähe ist, wo man drüber fliegt und so weiter und so fort. Und das ist teilweise nicht so ganz einfach, aber wenn euch das interessiert und ihr euch damit beschäftigen wollt, dann kann man das meiste googeln und jeder, der sich damit ein bisschen auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall, einen Drohnenführerschein zu machen. Denn ja, dann lernt ihr das. Und findet dann natürlich auch Infos darüber, was man machen darf und was nicht. Chris, und wo man den Schein machen kann, das lässt sich auch ganz einfach googeln. Also einfach Drohnenführerschein und das ist alles relativ schnell ergoogelt. Ja, seht ihr da irgendwo das Schiffchen? Nee, ne? Da in der Ferne. Ist aber auch noch weit weg. Ist wahrscheinlich auf der linken Seite. Kann das sein, dass da die Preziosa gerade rausgeht? Boah, ganz schön weit weg. Ganz schön weit weg.
Und ich sage euch, es ist halt auch interessant. So ein Drohnenführerschein ist nicht besonders teuer. Man muss natürlich ein bisschen dafür lernen, aber es ist einfach auch super interessant, weil man lernt halt diverse Dinge über Luftrecht, über Wetter zum Beispiel. Also da gibt es jede Menge Aspekte und das macht echt Spaß. Steffen sagt, links von der MSC ist die Atlantic Sun. Ja, dann ist die wahrscheinlich jetzt so hinter den Kränen, die wir da, diese 3 Stück. Das, ich weiß gar nicht, was das ist. Sind das die vom Tollerort da hinten? Das kann sein, ne? Also Seemannshöft ist sie jetzt. Ja, Robert, irgendwas hat hier geknallt. Ich kann dir aber nicht sagen, was es ist. Ich hätte hier noch ein bisschen Tier-Content. Ja, Nachteil an dem Spot ist natürlich, ihr merkt das schon, hier ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los. So, ich lande erstmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken, ob ich gleich noch mal einen Flieger entdecke hier für unsere Flugzeugfreunde. Eben sind die hier an der Perlenkette reingekommen. Einer nach dem anderen. Detlef fragt, ob da heute auch noch geladen wird oder entladen. Ich kann dir das gar nicht sagen, aber irgendwie sind die da die ganze Zeit auf der Rampe zugange. Keine Ahnung, ob da heute noch was passiert. Ben ist auch zu Hause angekommen und schaut noch mal im Chat vorbei. Moin, mein Lieber.
Nix, kein Flugzeug, kein gar nichts hier. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wenn die Atlantic Sun so, ja, Fischmarkt vorbeifährt. Dann hat sie es nicht mehr so weit. Dann hat sie es nicht mehr so weit. Hier ist noch der Vorschlag Sucuk mit Spiegelei. Ja, ja. Seren schreibt mal eine Frage. Wer bist du? Meinst du mich jetzt? Oder geht es gerade um was anderes auf Twitch? Ja, 2 Flugobjekte, die enden. Duckspotting können wir damit machen. Duckspotting. Ich muss echt mal testen, ob man Pizza mit Matjes essen kann. Ich kann euch keine Auskunft geben zu diesem Unfall mit dem, das war ja letzte Woche, da ist ja eins von diesen CMA-Schiffen in einen Kran gefahren am Athabasca-Kai. Aber ich habe da keine Infos drüber, was genau passiert ist, beziehungsweise ob das jetzt repariert ist, was mit dem Schiff passiert ist. Kann euch da leider keine Fragen zu beantworten. Ruth, wir warten noch auf die Atlantic Sun, einen Conroe-Transporter. Ein kombiniertes Transportschiff für Fahrzeuge und Container. Die Atlantic Sun hat knapp 300 Meter Länge, 296 um genau zu sein, ist so 37 Meter breit und fährt unter der Flagge von Malta, Baujahr 2017. Sie kann 3800 Standardcontainer transportieren und 1300 Fahrzeugeinheiten. Dann war hier noch die Frage, wie weit man mit der Drohne fliegen kann. Auf jeden Fall weiter, als man darf. Denn du darfst in dieser offenen Kategorie nur auf Sicht fliegen. Also du musst die Drohne selber noch sehen können und die Reichweite ist deutlich darüber. Kurz vorm Dockland. Okay. So, und dann mal ein kurzer Zwischenstand hier. Der Kölner Kai ist jetzt bei Blankenese dabei. Holger lässt 2 Euro Superchat da. Markus ist seit 20 Monaten dabei. Hella neu auf dem Fischmarkt dabei. Gigi verschenkt eine Mitgliedschaft. Der Nordlicht lässt 10 Euro da und schreibt, danke, dass ich umgezogen bin. Ja, hat sich gelohnt, fand ich auch. Markus ist seit 21 Monaten dabei. Volker seit 15 Monaten und Gabi auch seit 15 Monaten. Die Kleine habe ich eben noch getroffen, die sind hier noch spazieren gegangen. Lässt 10 Euro Superchat da. Carsten, 15 Monate auf der Speicherstadt. Andreas Westphal,
2 Euro Superchat für Schleppi-Pizza. Annette Wasner, auch 2 Euro. Pizza mit Spiegelei, mediterranes Gemüse und Käse. Seren ist schon wieder am Eskalieren mit einer 10er Subbombe auf Twitch. Wahnsinn. Danny Becker, 2 Euro Superchat. Hafenpüppi lässt ist seit 22 Monaten dabei. Dann, Moment, oh, jetzt bin ich wieder verrutscht. Ich werde wahnsinnig hier mit dieser Anzeige. Seren, 1000 Bits dagelassen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und Stefan Wohlweder, seit 18 Monaten auf der Reeperbahn vom Bodensee. Vom Bodensee. Sag mal, wieso kommt denn jetzt hier kein Flieger mehr? Ich dachte, wir machen jetzt hier noch eine schöne Runde Planespotting. Aber wer auf jeden Fall kommt, sind natürlich hier die Linesmen. Kein Schiff kommt in den Hafen ohne Festmacher. Die machen sich schon mal bereit. Ach, da ist schon einer. Mit 2 Autos da. Also dann geht das ja bald los. So lange dauert das nicht mehr. Ich höre Flugzeug, aber es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt in den Wolken sind. Denn das hat sich so ein bisschen zugezogen da hinten. Ja. Am Fischmarkt, sagt Lamayana. Okay. Fischmarkt. Mirko fragt nochmal nach der Community-Fleetfahrt am 5.7. Ja, die machen wir. Die machen wir jetzt doch, haben wir uns entschieden. Auch wenn Schlagermove ist. Wir kriegen ja von dem Schlagermove nicht viel mit auf dem Wasser. Was für eine Ruhe, fast schon gespenstisch. Ich habe eine Lufthansa gehört auf dem Weg nach Frankfurt, okay? Ach, dann war die gestartet, dann war die einfach schon sehr hoch. War das gar kein landender Flieger? Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass hier auf dem Terminal groß malucht wird. Aber andererseits sieht es auch so aus, als ob die Jungs da warten auf der Rampe. Festmacher parken ein. Ja, Latten Johnny, was für ein Spektakel. Das Spektakel lässt noch etwas auf sich warten. Es lässt noch etwas auf sich warten. Ja. Ob ich ein Lieblingscontainerschiff habe? Schwer zu sagen. Ich mag ja die Hapag-Lloyd-Schiffe sehr gerne, aber ich finde auch die One-Schiffe sehr, sehr cool. Maersk mag ich von der Farbe her sehr gerne.
Aber so das eine Containerschiff, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Stefanie, sonntags fliegen, glaube ich, keine Beluga oder nur in Ausnahmefällen. Und von hier würden wir die eh nicht sehen. Das ist hier kein Beluga-Spot. Ja, so langsam müsste sie doch in die Nähe kommen, oder? Die Atlantic Sun. So wahnsinnig weit weg kann die nicht mehr sein. Wow, Jürgen, insgesamt schon 10.000 Bits rausgehauen. Mann, oh Mann. Danke, Jürgen. Danke, danke, danke. So, dann schauen wir mal, ob wir sie gleich hier irgendwo sehen. Ja, da muss sie irgendwo hinter sein. Irgendwo dahinter muss sie sein. Da ist sie. Hab sie. Hab sie. Boah, das sieht aber auch cool aus, wenn die da so durchfährt, oder? Ist das nicht eine geile Perspektive? Wenn das Schiff da hinten quasi... Man sieht gar nicht das Wasser, die fährt einfach so mitten durch die Stadt durch. Sehr, sehr cool. Scheint sehr leer zu sein, also zumindest was Containerstellplätze angeht. Habt ihr schon gesehen, wer da als Schlepper dran ist? Haben sich da schon irgendwelche Schlepper in der Nähe gezeigt? Ja, Claudia, Ben ist ein bisschen im Chat, aber der muss morgen wieder arbeiten. Deshalb hat er gesagt, zweiten Teil ist er jetzt nicht mehr dabei. Also Seren, ich glaube, du willst den Kanal ja übernehmen, oder? Junge, Junge, schon wieder eine 10er Subbombe. Fettes Dankeschön. Ja, jetzt kommt sie da hinten am Musical vorbei. VB Rasant und Perfekt oder Perfect habt ihr entdeckt. Schade, kein Fairplay-Job.
Dank Seren gucken demnächst auf Twitch alle werbefrei. Ach, ist das mal ein cooler Blick, oder? Dann mit der Mermaid im Vordergrund. Völlig neue Perspektive. Hey, Malte ist da. Moin, Malte. Ja, der Frachter ist echt groß, also 300 Meter Länge. Von der Länge her gehört er mit zu den größten Autotransportern, aber von der Kapazität her nicht. Wir hatten ja die von Höegh, wie hieß die nochmal? Die Aurora war das, glaube ich. Ne? Die war zumindest von der Kapazität her das größte Autotransportschiff. Die hatte über 9000 Autoeinheiten, hat aber, glaube ich, nur eine Länge von 200 Metern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da kommt sie. Ja, Malte, mach mal morgen was vom NOK. Mach mal. So Leute, jetzt gibt es hier aber erstmal eine Runde Planespotting. Okay, ja, ist ein bisschen witzlos, würde ich sagen. Ja, EasyJet. Ja. Okay, ich gebe zu. Hält sich in Grenzen von hier. Aber ich glaube, was man da beobachten kann, ist, wenn das Fahrgestell rausgeht. Ne? Das war noch nicht draußen. Wenn da noch ein bisschen wartet, könnte man das vielleicht ganz gut beobachten. Knut sagt, mir hat es gefallen. Ja, ich denke, die Flugzeugfreunde kann man mit sowas immer begeistern. Mein kleiner Flieger zwischendurch. Aber jetzt geht es hier ja los mit der Atlantic Sun. Die sind aber auch echt weit weg hier, die Flieger. Also da muss man dann wirklich alle Register ziehen, was den Zoom angeht. Und dann wird es natürlich auch sehr, sehr wackelig alles. Aus London kam der Flieger. Okay. Einmal kurz in Fotomodus. Gigi schreibt, vielleicht brennt ja auch mal ein Triebwerk oder was anderes Spektakuläres. Leute, warum seid ihr denn immer so aus auf Unfälle? Kommen auch immer ständig Fragen zu Schiffsunglücken und Schiffsunfällen und so. Wir sind doch hier nicht die Bild-Zeitung. Ja, Wahnsinn, ne? Dadurch, dass die Mermaid davor steht, kann ich sie von hier noch gar nicht sehen. Sonst konnte man immer schon die Schiffe sehen hier, aber jetzt ist die Mermaid davor. Jannik hat was entdeckt zwischen den Kränen, ja.
Janek, du bist bestimmt jung und hast gute Augen. Jetzt entdecke ich aber auch was. Da kommt ein bisschen was Brückenmäßiges. Oh Mann, ich hätte mir ein bisschen mehr Licht gewünscht auf der Elbphilharmonie, aber gut. Guck mal, den Michel haben wir im Hintergrund. Das ist doch ein schönes Bild. I like. Now we are talking. Ja, bin mal gespannt, wie rum hier gedreht wird. Heiko, so ein richtiger Sundowner ist es leider nicht geworden. Ist eher so ein hanseatischer Sundowner, würde ich mal sagen. Die ist schon echt groß, oder? Kann natürlich auch die Perspektive machen. Aber 300 Meter, das ist echt nicht ohne.
Vor allem hier hinten. Hier hinten wirkt das natürlich alles ein bisschen enger, weil hier ja auch insgesamt alles ein bisschen enger ist. Ach, die sieht auch super aus. Ist gut in Schuss, der Dampfer. Schwimmt. Alles im grünen Bereich. Solange das Teil schwimmt, braucht sich keiner beschweren. Ihr immer mit eurem Eimer Farbe. Heimathafen Valletta. Ben schlägt noch ein bisschen Steak, Zwiebeln, Pilze und so weiter vor. Ja, das ist geschmackstechnisch auch in meinem Beuteschema, Ben. Da irgendwas in die Richtung, da können wir uns drauf einigen. Aber ob das dann so typisch Hamburg Hafen Live ist, so mit Steak, das weiß ich jetzt nicht. Tja, wenn ich jetzt nur mit der normalen Kamera hier wäre, könnte ich da nur so durchluschern. Knobi, ja, Knobi kann auch auf die Pizza. Hätte ich auch nichts gegen. Aber meine Idee ist ja, dass es eine Pizza wird, die es so vielleicht noch nicht gibt oder selten oder... Aber jetzt gucken wir uns erstmal dieses schöne Schiff hier an. Die Atlantic Sun. Oder was, Star? Nee, Sun war das. Da steht es doch nochmal. Atlantic Sun. Mal ein Foto von dem Dampfer, sonst habe ich ja gar kein Vorschaubild. Ach Mist, ich hätte sie ja von vorne mal fotografieren sollen. Na egal. Nehmen wir, was wir kriegen können. Krabben, auch keine schlechte Idee. Krabben und ein Ei. Was haltet ihr denn davon? Krabben und Ei.
Sandro fragt nochmal, ist das eine Fähre mit lauter neuen Autos? Also ob die jetzt neu sind oder alt, kann ich dir nicht sagen. Und ob Autos drauf sind oder ob die welche holen, kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ein kombiniertes Container- und Autotransportschiff, auch kurz Conro genannt. Con für Container, Ro für Roll-on, Roll-off. Es gibt dann auch die reinen Autotransporter, wie zum Beispiel die Martorell, die hier direkt davor liegt. Da sieht man halt, die hat, ja, das ist also wirklich nur ein Schuhkarton und da ist dann kein Platz für Container an Deck. Krabbenspiegelei finde ich gar nicht so schlecht. Ja, und dazu gibt es auf jeden Fall einen Helbing. Der muss sein. Der Helbing muss sein, ja. Also das Pizzathema lässt euch aber auch nicht los, oder? Finde ich aber gut. Finde ich gut. Ja, hier liegt leider so eine Schute direkt vor meiner Nase mit einer Baustelle drauf. Die versperrt mir so ein bisschen die Sicht hier für meine Hauptkamera. Oh, das ist doch noch ein Foto wert, oder? So als Thumbnail.
So. Boah, cool, wie die Schlepper den hier reinzirkeln. Und er muss ja noch an dem anderen Pott vorbei. Achtung, es könnte sein, dass Schwester Hansen gleich den Chat betritt. Ich warne euch nur schon mal vor. Braddock fragt, wie solche Pötte betankt werden. Also das Tanken nennt man ja in der Seefahrtssprache Bunkern. Und im Normalfall kommt da ein kleines Tankschiff. Eine kleine Barge nennt man dann halt auch Bunkerbarge. Das sieht man auch ganz häufig, wenn man auf die Vessel Finder und Vessel Tracker guckt, dass häufig irgendwelche Schiffe neben den großen liegen. Da wird dann entweder halt betankt oder gebunkert oder aber es werden halt auch Dinge abgepumpt. Also es muss ja auch Altöl zum Beispiel entsorgt werden und so. Und dafür gibt es halt Spezialschiffe, die dann entsprechend bunkern bzw. entsorgen. Ach, Claudia ist auch da von Elas. Moin. Ja, jetzt wird's hier gewaltig. Jetzt kommt das Schiff ganz dicht an meine Position hier.
Ich hoffe, ihr feiert die Bilder genauso wie ich. Also mir gefällt es gerade richtig gut. Aber ich gucke mir diese Manöver sowieso unheimlich gerne an. Wait. Sieht man gar nicht so richtig. Ja doch, ihr seht rechts so ein bisschen das Schraubenwasser. Also die Atlantic Sun scheint da aufzustoppen. Oder ist das vom Schlepper? Kann ich gerade ganz schwer sehen. Aber ich meine, das wäre von der Schraube der Atlantic Sun. Mensch, Seren, hör auf damit. Das ist ja, also ist ja abgefahren. Seren, danke, danke, danke. Du verrückte Nudel. So, ich muss mal kurz hier einen Wechsel machen. Aber ich glaube, jetzt macht das eh mehr Spaß mit der normalen Kamera. Die sind jetzt so dicht dran an uns. Das finde ich viel spannender jetzt, als aus der Luft mir das anzugucken. Boah, Wahnsinn, Leute. Wahnsinn! Kann man fast anfassen. Und die müssen noch ein Stück. Die müssen hier rein. Ist das cool von hier? Ist das cool? Boah, also diese Baustelle da, die hilft denen aber, glaube ich, auch nicht wirklich. Der kommt an die Seite und wird wahrscheinlich gleich drücken.
jetzt sieht man, der drückt jetzt seitwärts ein bisschen ran. Die sind bald hier auf der richtigen Höhe. Gibt ja da hinten eine Rampe. Beziehungsweise die Rampe bringt das Auto ja mit, aber so eine Auffahrt. Oh Leute, und die Geräusche hier. Die Geräusche dabei. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, solche Aufnahmen? Leute, so dicht an so einem großen Pott gibt's gar nicht. Gibt's kein zweites Mal. Sensationell. Sensationell. Muss mir mal gerade noch eine weitere Jacke überziehen. Wird jetzt doch ein bisschen frisch. So, bin gleich wieder sortiert. Ja, da seht ihr, da kommt dann die Rampe drauf. Also die legen die Schiffe sehr genau an. Teilweise wird da auch noch mal so ein klein bisschen korrigiert, vor und zurück. Denn die Rampe von dem Transporter kommt dann direkt da hinten auf. Ja, und diese Auffahrrampe an der Pier. Leider ist das Schiff sehr lang, so dass ich es gar nicht von hinten sehen kann. Ja, hätte vielleicht noch ein paar Meter zurückgekonnt, aber jetzt stehe ich leider so, dass man nicht sehen kann, wenn die Rampe sich da öffnet. Ja, die Möwen finden das auch geil, wenn hier jede Menge Wasser aufgewirbelt wird. Finden die auch ziemlich cool. Guckt euch mal an, wenn die Leine gespannt wird. Das Problem ist, das Biest ist so groß, ich müsste jetzt mit der Drohne so weit wegfliegen. Um da richtig was drauf zu bekommen.
Oh, guck mal, wie der drückt. Wie der drückt. Der Junge. Ich kann schon mal anteasern. Ich hoffe, ich teaser da jetzt nicht irgendwie zu viel an, was ich nachher nicht halten kann. Aber am Mittwoch ist Conny in Hamburg und macht Vertretung auf der 95 und hat mich schon gefragt, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Also ich sag, Conny, ich verstehe die Frage nicht. Oh, diese Kraft. Diese Kraft, ist das geil. Ja, der drückt das Schiff fast alleine an die Pier. Ist das nicht interessant, zu gucken, wie die so ein Schiff anlegen? 300 Meter Stahlkoloss wird einfach so an diese Pier geschoben. Mega. Da warten auch die Linesmen. Oh, jetzt ist hier aber richtig Möwenattacke. Sag mal, der Schlepper hat den aber hier ordentlich aufgetischt. Ich krieg gar nicht so auf die Kamera drauf. Aber hier schwirren richtig viele Viecher rum. Oh, willkommen auf meiner Pizza, ihr Möwen. Pizza Möwe. Wie ich das liebe, dieses Sprudeln. Ja, aber es wäre doch cool, wenn wir mit Conny mal wieder eine kleine Schleppertour machen könnten, oder? Da sehen wir auch schon Leinen runtergehen, vorne am Bug.
Da wird jeder Whirlpool-Besitzer neidisch. Das ist so. Das ist so. Ist das nicht cool, auch mit den Möwen? Das nicht cool? Boah, ja, die haben ihren eigenen Whirlpool. Guck mal, was da los ist. Oh, ey, ich muss mal ein Foto machen. Shit. Warte, ich schalte mal auf die 3. Ich muss mal davon dringend ein Foto machen. So. Oh, was sind das für Aufnahmen? Ich eskaliere gerade. Was ist das? Was sind das für geile Bilder? Mann, die sind aber auch viel zu schnell, die Möwen. Immer wieder woanders. Weiß nicht, ob ich da ein Foto hinbekommen habe. Ja, Leinen gehen rüber. Oh, hoffentlich ist da ein Foto bei. Möwenfoto des Jahres. Ja, guck mal, was da los ist. Futterschlepper. Aber jetzt hat er, glaube ich, langsam ein bisschen Schub rausgenommen, oder? Ich glaube, jetzt hat er nur noch halbe. Ja, ja. Erste Leinen schon drüben. Ich eskaliere.
Aber ich glaube, jetzt ist das meiste durch. Könnte auch sein, dass VW Perfect schon Job done hat. Die haben doch, glaube ich, gerade losgemacht. Oder geht er jetzt noch mal mit drücken? Das kann auch sein. Nee, er fährt nach Hause. Er fährt nach Hause. Cool. Einfach nur cool. Einfach nur cool. Ich bin selber sprachlos, weil ich so fasziniert bin von den Bildern. Sören, die Leinen, die werden halt erstmal da werden erstmal kleine Wurfleinen rübergeschmissen. Und das haben wir wahrscheinlich nicht gesehen. An diesen kleinen Wurfleinen werden dann die dicken Leinen befestigt und rübergezogen. Also du siehst hier so ganz dünne Leinen auch dazwischen. Und an diesen Wurfleinen, da ist vorne oder am Ende dann ein kleines Gewicht dran. Und damit können die dann schon relativ weit werfen.
fire die Jungs. Sowohl die Schlepper-Crew als auch die Linesmen. Genau, Claudia, die Affenfäuste. Da war doch was. Da war was mit Affenfäusten. Oh, ich sehe auf Twitch gerade ein Raid von Menian. Moin, ihr Lieben. Ja, aber das meiste ist, glaube ich, durch hier an Arbeit. Also jetzt wird noch in Ruhe festgemacht, aber natürlich wollen wir noch sehen, wie der Schlepper hier gleich abzieht. Oh Leute, guckt euch mal das bitte an. Was passiert da bitte da hinten links? Was passiert da bitte? Was geht denn da ab? Ben, halt dich fest. Was ist denn da hinten mit der Sonne los? Guckt euch das mal an. Guck mal, wie das Licht hier rüber ballert. Die Elbphilharmonie. Das ist ja... Ist das geil. Und VW Rasant haut jetzt auch ganz rasant ab. Und lässt noch einen Gruß da. Danke Jungs, einen schönen, ich hoffe, Feierabend. Na, ich darf die Kamera nicht so weit runter. Ich will doch die schöne Sonne da hinten mit drin haben. So, okay. Leute, was war das bitte für eine Eskalation? Puh, ja, völlig fertig. Völlig fertig bin ich. Ich muss noch mal kurz schauen, was da jetzt mit der Sonne ist. Nee, da haben wir sie doch. Sorry. Gerade etwas durcheinander.
mache gerade noch mal ein Foto. So, da habt ihr das Bild. Das musste ich gerade noch fotografieren. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Boah. Wow. Das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Oh, Leute, ich muss noch ein Foto machen. Geht ja gar nicht anders. Ist das cool. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir noch weiter reinzoomen. Boah. Komm, da finden wir doch bestimmt auch noch eine tolle Einstellung, oder? Boah, guck mal hier. Ach, schade mit dem Flair unten. Also komm, Leute, wenn ihr jetzt nicht eskaliert, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Dann weiß ich es auch nicht. Mann, das regt mich alles zu sehr auf. Es regt mich alles auf. So tolle Bilder. Aber da hinten durch sieht man es nicht so richtig, ne? Ja, ohne Lufthansen wäre da heute nicht so viel zu holen gewesen. Ja, das genießen wir doch noch. Gleich ist die Sonne weg. Das müssen wir noch genießen. Ich denke an mein Herz, ja. Oh, hier geht auch schon die Rampe auf. Kannst zumindest so ein bisschen im Anschnitt sehen. Aber ich glaube, wir genießen noch einen Moment Sonnenuntergang. Das ist gerade so schön. Auch der Himmel, ne, wie der sich gerade färbt. Ja, das ist das Glück des Tüchtigen. Ne? Einfach oft genug unterwegs sein. Irgendwann hat man dann Glück und erwischt solche Situationen. Oh, komm, ich komponiere euch noch was. Guckt euch das an. Nehmt das. Hier, nehmt das bitte. Mit dem Kran da. Kommt noch ein bisschen Michel schön in die Mitte. Nee, weiter oben kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr.
Ist das cool. Ach, Leute, ich bin wieder selig. Ich bin ganz selig. Und die Rampe fährt auch munter auf. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr mit dem Himmel. Boah, guck mal jetzt hier auch auf der normalen Kamera. Guckt euch mal bitte diesen Himmel an. Sag mal, was ist denn da los? Guck mal, das wird immer heftiger. Ja, die Wetterexperten, die werden mir jetzt wahrscheinlich genau erklären können, warum das jetzt immer heftiger wird. Aber das hat man ja manchmal, wenn die Sonne untergeht, dass dann plötzlich so ein heftiges Leuchten am Himmel kommt. Leute, ey. Was sind das für Aufnahmen? Das hat man auch nicht so oft. Dass sich das noch so entwickelt. Moin. Bitte? Sollen wir außenrum langlaufen? Nein, alles gut. Volles Bild, oder? Alles gut. Nein. Alles gut. Na gut. Trotzdem schickst du. Ich bin so aus dem Häuschen hier gerade. Und mache Fotos wie ein Irrer. Sag mal, das ist doch nicht echt. Das ist doch nicht echt. Ja, Leute, Wahnsinn. Die Rampe ist übrigens immer noch nicht unten. Die ist immer noch nicht unten. Das Wasser wird auch ganz
glatt plötzlich. Puh. So, ich muss leider gleich langsam zurückfliegen. Aber das war doch wohl ziemlich geil, oder? Mal gucken, wie das von hier aussieht. Oh. Ich muss noch mal. Ach, warte, ein paar Prozent habe ich noch. Muss ich das noch mal mit den Schiffen zeigen? Ups, aufpassen. Da macht das Fotografenherz Purzelbäume. Absolute Eskalationsstufe. So, jetzt muss ich aber leider zurückfliegen. So lange gucken wir Rampe und dann gucken wir Chat. Also, wenn sich für die Bilder die Drohne nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht wofür. Dann weiß ich es auch nicht. Bin gleich bei euch wieder. Guckt mal bitte da hinten. Also, ja, ihr lieben Mensch, also ihr merkt, ich bin gerade etwas eskaliert, aber ich hoffe, das ist auch ein bisschen verständlich, weil jeder, der fotografiert, der weiß, was Licht bedeutet und wie wichtig das ist, das richtige Licht zu haben. Und ja, es ist halt unheimlich schwer, sowas vorherzusehen, ne? Also auch wirklich zu sagen, okay, heute haben wir so ein Licht. So, aber vielleicht gehen wir jetzt noch mal auf die Rampe, denn die finde ich gerade auch äußerst spannend. Und ich gucke noch mal, auch Leute, ihr seid ja im Chat wieder, ihr seid ja wieder eskaliert. Wo waren wir denn eigentlich hier? Oh Mann. Leute, danke, muss ich schon mal sagen, aber ich weiß nicht, wo wir
stehen geblieben waren. Warte mal, die Kleine hatten wir, Gabi hatten wir, Volker 15 Monate, Markus 21 Monate, deren Nordlicht hatten wir auch, egal. 10 Euro Superchat, Gigi, eine verschenkte Mitgliedschaft, Hella auf dem Fischmarkt dabei, Markus 20 Monate, Holger 2 Euro, der Kölner Kai ist jetzt auf Blankenese wieder dabei. Oh nein, und jetzt ist ein Akku alle. Okay, wir machen gleich weiter. Schnell ein Akkuwechsel. So, Akku gewechselt. Stefan Wohlwender, 18 Monate dabei, Duisburg Live, neues Prime Sub. Der Kölner Kai, 5 Euro Superchat, Annette, eine verschenkte Mitgliedschaft. Seren, schon wieder 1000 Bits. Schwarzbart Jürgen, 100 Bits. Seren, nochmal 1000 Bits. Manuela, 20 Monate auf der Reeperbahn. Seren, nochmal 1000. Das ist Seren, also wirklich, Seren, phänomenal. T. Kerber, 14 Monate, Thomas, 3 Monate, Lamayana, 200 Bits, Seren, nochmal eine 10er Subbombe auf Twitch, Hansi Seehund mit 2,49, Postbüdel, 1971, 4 Monate mit dem Prime Sub dabei, Per Aberhoff, 15 Euro, Dark Chris, 2 Euro, Sven, 25 Euro, Elisabeth, 2 Euro Superchat, Kubi und Martin, 5 Euro, Seren, ein Sub nochmal, der Nordlicht, eine verschenkte Mitgliedschaft, Sattelschlepper Andi mit 5 Schweizer Franken, dann Seren nochmal mit 1000 Bits, Christian, ein neues Prime Sub, Tony Roberts, 5 Euro, Shipwatching on the Columbia and Watching Hamburg Hafen Live, Optimus Crime mit 2 Euro Superchat, Seren nochmal 1000 Bits, Cypress Günni, 6 Monate auf Twitch dabei, Seren nochmal, Seren, 10er Subbombe, Fischeis Original, 100 Bits, Sven Amts, 2 Euro Superchat, dann Helmut, 2 Euro Superchat, Nilsi, 2 Euro, The Madin mit seit 15 Monaten dabei, der Elch ist da mit einem Prime Sub, herzlich willkommen, B00BSB, 4N00BS, auch mit einem Prime Sub dabei, Raylander, 300 Bits, Stefan W., 10 Monate dabei, Banshee Saurus Rex, 100 Bits und Torben Schmitz, jetzt seit 2 Jahren dabei. Torben, schön, dass du schon so lange bei uns auf dem Kanal bist. Leute, ihr seid wirklich sensationell. Ihr seid völlig abgefahren. Also ich feiere das Wetter, ich feiere euch, ich feiere die Schiffe. Danke. So, und in der Zwischenzeit ist hier auch die Rampe runtergegangen. Und ja, jetzt kann ich auch noch mal so ein bisschen in den Chat gucken. Ach, ja. Ja, Gerald schreibt, er hofft auf so einen Sonnenuntergang nächstes Wochenende. Das ist halt das Problem, ne? Wenn man drauf hofft und wenn man irgendwie was Besonderes vorhat, dann geht das ja immer in die Hose. Das ist ja dann, Murphy's Law funktioniert auch beim Wetter. Und ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, und als ich vorhin hier stand, ich dachte ja auch, oh, eigentlich könnte das lichtmäßig besser sein. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Elbphilharmonie nicht so schön angestrahlt war. Also von daher, es ist so schwer zu berechnen. Es gibt da Apps, Ben kennt sich da ganz gut aus. Ben hat so eine App, Viewfinder heißt die, glaube ich. Und die ist für Fotografen, die versucht, solche Wetterphänomene vorherzusagen. Ja, ist ganz interessant, ich habe mir die mal angeguckt, ist aber auch, glaube ich, ein bisschen komplexer, diese App. Ja. Ja, also Rampe ist runtergefahren, Sonne ist untergegangen. Leute, Drohne ist gelandet. Es wird langsam kalt. Ich glaube, wir haben heute gut geliefert. Jetzt probieren wir das gleich erstmal nochmal hier mit dem Fokus. So, mal gucken, ob das jetzt hier mit dem Fokus funktioniert und ich jetzt scharf bin auf dem Bild.
Ja, im Hintergrund nochmal, wobei bin ich jetzt eigentlich, warte mal, ich muss natürlich auch das Bild einblenden. Ne? Jetzt müsste ich aber eigentlich, bin ich scharf, werde ich als Gesicht erkannt? Ich glaube, es geht, ne? Könnte funktionieren. Okay. Jetzt tränen mir auch die Augen. Oh, Leute, ich bin echt aus dem Häuschen. Ich muss gleich nach Hause gucken, was ich an Fotos fabriziert habe. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, totale Eskalation. Ist natürlich dann wenig Möglichkeit, noch mal in den Chat zu gucken. Aber ja, die Bilder waren natürlich jetzt... Also ich fand sie richtig toll. Ich fand sie richtig klasse. Die Möwen, die Schlepper natürlich, hier das Anlegemanöver, die Festmacher. Ach, da ist das Schiff ja schon fast zweitrangig und dann dieser Sonnenuntergang. Mann, Junge, 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 Junge. Also ich kann heute, entweder kann ich gut schlafen oder gar nicht. Hey, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich gucke noch mal in den Chat, nicht, dass ihr hier, haben wir hier noch irgendetwas? Ja, komm schon. Bestimmt habe ich wieder irgendetwas vergessen. Ja, der Chris ist seit 18 Monaten dabei und X-Lucy 3 Monate auf Twitch. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich glaube, das war ein echt schönes Wochenende. Gestern und heute die beiden AIDAs und jetzt das hier quasi nochmal als Abschluss. Also das ist schon echt richtig, richtig cool. Ja, wir schauen mal, was das mit der Pizza gibt. Pizza Hamburg Hafen Live oder Hamburg Hafen Live Pizza bei Lust auf Italien. So ein paar Ideen haben wir ja schon. Ich glaube, das letzte Wort werden da die Mädels haben, Schwester Hansen und Tanja in erster Linie. Denn das Ganze muss natürlich dann hinterher auch schmecken und soll nicht einfach nur witzig sein. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da schon mal so ordentlich Input gegeben habt. Ja, klasse, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr so fett eingeschaltet habt. So viele Zuschauer hatten wir wieder. Ich habe gar nicht drauf geguckt, aber es waren wieder phänomenal, sensationell viele. Ganz dickes Dankeschön natürlich auch für eure extrem großzügigen Unterstützung für den Kanal auf YouTube, die Spenden, die Mitgliedschaften auf Twitch, die Subs und die Bits. Also da wirklich ein ganz, ganz dickes und fettes Dankeschön. Und ja, natürlich, was ich nicht vergessen darf, unsere Moderatoren, die natürlich im Hintergrund immer aktiv sind, die vor allem, ja, wie heute, wo ich kaum die Möglichkeit habe, Chat zu lesen, die dann natürlich trotzdem da sind und ganz wichtige Sachen aus dem Chat auch nochmal beantworten oder auch nochmal rauskopieren oder für später. Also da ein ganz, ganz dickes Dankeschön, ihr Lieben. Ja, danke natürlich auch an Ben, der mich heute nochmal begleitet hat. Danke an Schwester Hansen, die gestern ordentlich auch nochmal Attacke gemacht hat vor Ort. Danke an meine liebe Frau, an Sebastian Kolze, an Remo und Antje Stechert. An Kirsten natürlich. Kirsten, die heute ihren Ben dann nochmal zu uns gelassen hat. Wobei Kirsten, glaube ich, auch dann sturmfreie Bude hatte. Ach Mensch, ich sabbel mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Leute, ihr merkt, ich bin total euphorisiert. Danke, 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 ihr Lieben. Macht's gut, ja. Tschüss, schönen Sonntag. Hamburg Hafen Live, over and out. Ach, schön, schön, einfach schön.